So, und da mir der Steckschwamm einfach etwas zu hoch ist, werde ich ihn ungefähr in der Mitte durchschneiden. Schön ist an diesem Brettchen, das passt perfekt, ist nur ein bisschen Spiel, das ist aber nicht schlimm. Das wird nachher gar nicht auffallen. Das heißt, ich habe jetzt nur wegen der Sauerei Küchenpapier ist runter. Ich schneide wieder eine Scheibe ab, bis ich überlegen, genau, ob ich die Höhe nehmen möchte oder die flachere. Ich werde mich für flachere entscheiden, da ich gar nichts mit frischen Sachen mache. Ich nehme das jetzt nur als Steckmasse und ich finde die schön. Es gibt ja Trockensteckmasse extra, diese graue, aber die hat so große Körner, dann ich schneide die nicht so gerne. Deswegen nehme ich auch für so Trockensachen gerne auch das hier diese eigentlich für feuchte oder für nasse Blumengestecke. Und deswegen brauche ich jetzt nichts abzudichten, sonst würde ich es feucht machen wollen, müsste ich eine Folie drunter legen, damit das Brett nicht nass wird. Ja, und jetzt suche ich mir die Stellen. Das heißt, das ist schön an dem Steckmasse. Das heißt, die Stellen, wo sie hin sollen, brauche ich keine Löcher zu bohren, sondern ich kann sie einfach so reindrücken. So, und schon habe ich, ohne Löcher bohren zu müssen, eine Grundlage, wo sie dran sind. Und damit man aber den grünen Steckschwamm nicht sieht, habe ich jetzt hier so Moos und ich habe hier solche Krampen. Und jetzt geht es einfach hier so drauf. So, immer so bündelweise hier so zusammenhängt. Kann ich einfach mit einer Krampe. Oh, die sind zu groß, die Krampen. Oder ich muss die ein bisschen, genau, ich nehme die einfach ein bisschen schräger, dann geht das auch. Aber natürlich, wenn man dann kleinere Krampen hat, ist es besser. Und so fällt es gar nicht auf. Und das Schöne bei den Krampen, da es trocken ist, das heißt, dieses Moos kann ich dann, wenn ich Dekoration irgendwann nicht mehr mag, einfach wieder abnehmen. Die Krampen kann ich wieder verwenden. Und sogar den Steckschwamm und das Moos ist auch dann noch gut wieder zu verwenden, weil es ja trocken geblieben ist. Weil ich jetzt es nicht zum Dekorieren bei einer feuchten Idee umgesetzt habe, also mitgenommen habe, verwendet habe. Gut. Was ein bisschen größere Stücke sind. Und ihr seht schon, deswegen macht das hier die kleine Lücke gar nichts aus, weil das dann hier. So, und jetzt habe ich hier die Kerzen schon mal reingemacht. Da das dann doch festgestellt, dass es ein bisschen wackelig ist durch das ganze Gewicht, werde ich zur Sicherheit jetzt trotzdem mal Heißkleber hier unten in die Tülle reinmachen. Und dann an die Stelle Heißkleber dann an dem Schwamm befestigen. Das ist aber nicht stimmt. Ich kann trotzdem, weil wie ihr hier seht, wird der Schwamm sogar mitgenommen. Das heißt, da war ich sogar komplett durch. Das wird der Schwamm und der Tülle da reingeklebt. Da habe ich dann die Sicherheit noch von dem Brett. So ist es doch zu wackelig. Das haben, wenn ihr vielleicht dünnere Kerzen habt, kleinere Kerzen, beziehungsweise tiefer in den Schwamm reingeht, dann funktioniert das wahrscheinlich. Aber so gehe ich auf Nummer sicher. Ich hoffe ja auch, damit nichts passiert, weil offenes Feuer kann klar, wenn das dann kippelt und die Kerze brennt,
Das muss ja nicht sein. Ich habe hier einen Holzstern. Den möchte ich hier so ein bisschen versetzt unten rein, obwohl es eigentlich ein Anhänger ist. Das Stück lasse ich einfach hier verschwinden, dann in dem Moos. Dann habe ich hier Kugeln. Da werde ich auch hier mit so einer Krampe. Habe ich so 3 Glitzerkugeln, die so ein bisschen Kontrast bieten. Also durch das Glitzer, die Grünen, die passen ganz gut zu den hier vorhandenen Kerzen, finde ich. Und das gibt noch mal so ein bisschen Kick, so ein bisschen wärmere Farben. So auch, ist zwar jetzt nicht ganz Kupferfarben, aber findet sich so ein bisschen zumindest dann da wieder. Und auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Auch einfach hier reinschieben. Und dadurch, dass ich das jetzt auch nicht festklebe, hat das natürlich noch einen riesen Vorteil. Wenn ich das wieder alles auseinander mache, kann ich es gerade wieder wegpacken fürs nächste Jahr. Und hier, deswegen habe ich diesen Draht doppelt, damit er ein bisschen stabiler ist wie ein Steck. Ja, so, wie sagt man, ja, wie ein Stab eigentlich durch die Stabilität. Habe bewusst nicht jetzt parallel, sondern ein kleines bisschen gedreht. Das gibt so ein bisschen moderneren Touch. Hier werde ich nur, damit er mir nicht, weil es ja ein Holzstein ist, er dann nachher auf die Richtung Kerze geht, den werde ich jetzt hier so ein bisschen trotzdem hier vorne festkleben. Um da einfach ein bisschen Sicherheit zu haben. Ja, und so ist ganz einfach ein schnelles Adventsgesteck fertig. Man braucht wirklich nicht viel und ist super schnell und einfach nachzumachen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss! Ich habe hier noch eine andere Variante, weil ich war heute auf der Kreativmesse und da habe ich diese 2 süßen Hirsche, also Metallstecker und passende Bäume gefunden und habe einfach ein paar Kugeln weggenommen, den Stern weggenommen. Jetzt nur noch diese 2 Kugeln. Man könnte natürlich auch nur auf Metall gehen, aber das war mir dann etwas zu nüchtern. Deswegen habe ich jetzt 2 Kugeln gelassen, die auch so gut zur Kerzenfarbe passen. Ja, und so wäre auch eine Möglichkeit, das zu gestalten. Etwas anders.